Mein Name ist Marie-Claire, ich komme aus Gelterkind, das ist im Baselbiet. Ich habe Umwelt-, Naturwissenschaften und Politikwissenschaften studiert an der ETH Zürich und an der Uni Zürich. Und ich arbeite jetzt für eine Akademie, die junge Menschen ausbildet für die internationale Klimadiplomatie und die Klimaverhandlung auf internationaler Ebene. Ich bin Klimaaktivistin, bin auch im Klimastreik aktiv gewesen und habe sonst sehr viel gemacht im Bereich von jungen Menschen involvieren in Klimapolitik, unter anderem auch durch die Klimaallianz, wo ich im Parlament auch geschafft habe und Parlamentarierinnen unterstützt habe in der Klimapolitik auf nationaler Ebene. Jetzt leite ich die Youth Negotiators Academy. Das ist eine Akademie zur Ausbildung von jungen Menschen und, auf der ganzen Welt in der internationalen Diplomatie. Und dort ich leite Trainings. Wir bilden junge Leute, 150 junge Leute das Jahr aus 60 verschiedenen Ländern ausbilden, wie man dort verhandeln auf multilateraler Ebene, aber auch was sind Verhandlungsthemen im Bereich Klima, das ist Anpassungsstrategie, Klimafinanzierung und so weiter. Aber für uns auch ganz wichtig, dass wir ihnen Skills geben, dass man überhaupt verhandeln kann. Wie muss man überhaupt in so einer Verhandlung auftreten? Was sind Verhandlungsstrategien? Aber auch wie kann man sich selber Sorge geben in diesen Verhandlungen? Und es ist ganz wichtig, dass wir das als holistisches Ausbildungsprogramm sehen. Und die Erfahrung wiederum basiert, dass ich Verhandlerin war für die Schweiz. Ich hatte nachher auch ein Mandat in der UNO zur so eine Position zur Verbindung von jungen Menschen in den UNO-Strukturen zum Thema Klimapolitik. Und ich habe gesehen, es gibt so viele tolle junge Menschen, die sich aber nicht wirklich in den Prozess eingeben können, weil sie nicht wissen, wie die funktionieren. Und darum ist es für mich ganz wichtig, dass wir eben die Kapazitätsbildung und die Ausbildung richtig angehen, dass sich mehr junge Menschen können, engagieren können. Das, was ich heute mache. Die grösste Herausforderung gerade in so hierarchischen Strukturen und Prozessen auf internationaler Ebene ist, dass gerade junge Menschen oft nicht das Gehör haben, aber auch nicht das Vertrauen haben von älteren Verhandlerinnen, dass wir irgendwie hilfreich sein in diesem Prozess. Als ich selber Verhandlerin war, habe ich gesehen, wie schwierig das ist. Und einmal ist ein älterer Verhandler auf mich zugekommen, der mir nicht geglaubt, dass ich Teil der Schweizer Delegation war, weil ich einfach eine junge Frau war. Und das kann es nicht sein, dass wir als junge Menschen nicht als vollwertig angeschaut werden. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir eben immer mehr junge Menschen in diesem Prozess haben. Mein grösster Erfolg ist, wenn ich es geschafft habe, wo ich als junge Person in den Verhandlungen Teil davon war, dass ich jetzt eine ganze Bewegung gründen von jungen Leuten von 60 verschiedenen Ländern. Wir sind 150 Verhandlerinnen, die jetzt alle Teil dieser Verhandlungen sind. Und ich glaube, das ist genau, was wir brauchen. Ganz, ganz viele junge Menschen von der ganzen Welt, die involviert sind. Wow, danke vielmals. Nachhaltigkeitsziel, super wichtig, dass wir uns dafür engagieren. Und für mich ganz wichtig sind das 13. Klimaziel, aber auch Quality Education, dass wir uns einsetzen für eine gute Ausbildung. Ich habe das erste Mal von den Nachhaltigkeitszielen gehört, wo die eigentlich verhandelt worden sind, 2015, und habe dort an verschiedenen Konsultationen teilgenommen von Zivilbevölkerungsorganisationen. Ich brauche Nachhaltigkeitsziele sehr stark in meiner politischen Arbeit. Wie gesagt, ich fokussiere mich auf das 13, auf Klimaaktion, aber auch auf qualitativ hochwertige Bildung. Die Schweiz und alle Länder sind nicht on track mit der Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele. Und vor allem, wenn es ums Klima geht, ist die Schweiz überhaupt nicht auf Zielgerade und muss noch ganz viel machen. Danke vielmals für die Einladung. Cut. Very short. Okay. Very short. Yes. Okay, I need to be even shorter. We made it! Going away.